jetzt, dass wir etwas zu essen bekommen haben, hat meine Frau gebeten, dass ich nicht dazu beitrage, dass sie einschlafen. Und ich werde mein Bestes tun, um diese Mission zu erfüllen. Während meines Vortrags habe ich einige Bücher und ich werde diese Bücher hier um das Zimmer schicken. So, schauen diese Bücher an und dann reichen es weiter. Das erste ist eine Kopie des Originalausgabes des Buches Mormon. Es ist eine Kopie, so reich bin ich nicht. So, das können Sie gerne anschauen. Und ich fange hier an. Das zweite ist aus dem Critical Text Project. Das ist eine typografische Kopie von dem, was wir aus dem originalen Text haben. Und ich werde das weiter erklären. Ich fange da an. Und da haben wir Band 1 von dem Druckermanuskript. Und das können Sie auch anschauen. Und ich fange hiermit an. Danke. Okay. Ich möchte mit dem Zeitraum der Übersetzung und Veröffentlichung des Buches Mormon anfangen. Das ist wichtig für uns, das uns vor Augen zu halten, wenn wir diese Dinge betrachten. Im September 1827 hat Joseph Smith die Platten vom Buch Mormon erhalten. Von September bis Dezember hat nicht vieles geschehen. Joseph Smith hat einige Schriftzeichen aufgeschrieben und einige davon übersetzt, aber nicht so viel ist geschehen. Dann im Februar hat Joseph Smith Martin Harris nach New York City geschickt und mit den Gelehrten aus Columbia Universität und Rutgers Universität. Es gibt auch historische Beweise dafür und das ist natürlich für Mormonen bemerkenswert, sowie auch für Nicht-Mormonen. Charles Anthon und Samuel Mitchell, das ist natürlich Martin Harris. Dann von April bis Juni 1828 hat Martin Harris als Schreiber fungiert. Und wie wir wissen von der Geschichte der Kirche, waren die 116 Seiten dann übersetzt und aufgeschrieben. Die gingen aber verloren. Und dann ein Engel nahm daraufhin die Platten zurück, so wie den Urmanuskript. Dann im Juli 1828 bis April 1829, also knapp 9 Monate später, hat Joseph Smith diese Sachen wieder erhält. Aber zu dieser Zeit hat keine Übersetzung stattgefunden. Dann mit der Ankunft von Oliver Cowdery ging es richtig los mit der Übersetzung. Am 7. April 1829 bis 30. April, also knapp 3 Wochen, ging es richtig los. Diese Zitaten sind aus den Schriften und dann als Oliver Cowdery wieder zur Kirche zurückkam. Wie er sagte und wie wir sehen werden, ist die Mehrzahl von den Texten des Buches Mormon in der Handschrift von Oliver Cowdery. Es gab etwa 15 verschiedene Schreiber, deren Handschrift in den Texten da ist, aber hauptsächlich im Großen und Ganzen ist das von Oliver Cowdery. Zu dieser Zeit war die Arbeit der Übersetzung hauptsächlich bei dem Vater von Emma Smith, also Isaac Hale. Das ist, wo das stattgefunden hat. Das ist im Staat Pennsylvania. Ich habe mal eine Frage, ja? Ja. Ich habe in einem Buch gelesen, dass dieses Haus 1948 abgebrochen wurde
wegen Einsturzgefahr. Warum hat man das nicht wieder renoviert? Vor einigen Jahren hat die Kirche das jetzt gekauft. Das steht ja nicht mehr. Es wird wieder gebaut und ich weiß nicht, wie man das sagt. Es wird neu gebaut, also aus neuem Stoffe, aber es wird so gebaut, dass es genau so aussieht. Die Kirche hat das gekauft und es gab Öltanken, die unter dem Boden waren, und die Kirche hat auch gesagt, sie werden das sauber machen. Und dann werden wir noch einen Platz, wo Leute gehen können, um das zu sehen. So, das kommt noch. Das haben die vor 2 oder 3 Jahren gekauft, denke ich. Sie werden auch merken, dass der Hintergrund meines Vortrags ähnlich wie von Ron Barney ist. Und daher wird bewiesen, dass große Denker ähnlich denken. Vom 15. Mai 29 bis Juni 29 wurde das Priestertum wiederhergestellt. Also das Aaronische und das Melchisedekische. Und dann von Juni 98 die Übersetzungsarbeit ist nach dem Whitmer Bauernhof gezogen. Und das ist die Zeit, wann die 83 Zeugen die Platten gesehen und berührt haben. Dann im Juli 1829, danke, wurde die Übersetzung und das Abschreiben des Originalmanuskripts vollendet. Wenn man die Einzelheiten betrachtet, hat es ungefähr 70 Tage gedauert, um das Buch Mormon gänzlich zu übersetzen und aufzuschreiben. Das geschah natürlich über knapp 2,5 Jahre, aber Joseph Smith musste von Purvel rennen und er musste auch für seine Familie sorgen. Und das ist, wenn man die Übersetzungszeit genau zählt, hat das ungefähr 70 Tage. Das ist, wie viele von uns haben ein Buch etwa 600 Seiten jemals in unserem Leben geschrieben. Und das hat er auch in 70 Tagen geschafft. Dann von August 1829 bis März 1830 wurde das Buch Mormon gedruckt. Und am 26. März wurde das Buch Mormon veröffentlicht und uns verfügbar gemacht. So, was ist mit dem Originalmanuskript geschehen? In 1841, bei der Generalkonferenz der Kirche, hat Joseph Smith den Originalmanuskript in den Eckstein des Nauvoo-Hauses geborgt. Und das hier ist von dem Tagebuch von Warren Foote. Und das wurde zugemacht. Das ist dann 41. Dann natürlich ist Joseph Smith in 1844 getötet worden. Seine Witwe Emma ist nicht mit der Kirche nach Salt Lake City gezogen, sondern sie blieb in Illinois zurück. Sie heiratete wieder Louis Bideman und wohnte in Nauvoo. In 1881 hat Louis Bideman diesen Eckstein aufgemacht und dann Seiten aus dem Originalmanuskript an Menschen gegeben. War das ein Mitglied der Kirche? Bitte? Nein, er war nicht Mitglied der Kirche. Das habe ich nicht. Just repeat what they say so that we have it on the camera. Ja, die Frage war, ob er Mitglied der Kirche war. Und das war er nicht. So, wie Sie sich vorstellen können, in Illinois, wo es wie in Frankfurt feucht ist. Ich habe auch noch eine Frage. Ja. Die Kinder von Joseph Smith,
Also ich meine jetzt nicht den Josef, also nicht den jungen Josef, sondern die anderen. Waren die auch Mitglieder der Kirche oder waren die, ich meine... Nein, die Kinder von Joseph Smith waren nicht Mitglieder der Kirche. Natürlich, wie wir wissen, Joseph Smith der Dritte war erster Präsident der reorganisierten Kirche Jesu Christi. Es ist auch interessant, Louis Weidemann zeugte einen Sohn durch eine andere Frau und Emma hat diesen Sohn auch großgezogen. So über die Jahre hat die Kirche viele von den Überbleibseln, von den Überresten dieses Originalmanuskripts gesammelt. Zurzeit, in diesem Moment, hat die Kirche etwa 90 bis 95% von dem, was noch vorhanden ist, von dem Originalmanuskript. Und ein sehr wichtig dabei, in 1920, es gab einen Mann namens Wilford Wood, der war Mormone, Mitglied der Kirche, und er sammelte Sachen, die mit der Geschichte der Kirche zu tun haben. Seine Nachkommen in 1998 haben einige dieser Überresten an Brigham Young Universität gegeben. Als Wilford Wood in 1920 dieses gekauft hat, hat er es einfach in einem Karton aus Plaste erhalten und nicht aufgemacht. So, wir wurden die aufgemacht. Wie Sie sich vorstellen können, waren die sehr weich. Und die mussten sehr vorsichtig sein, denn wenn es berührt worden wäre, wäre das wie Staub gewesen. Da sieht man ungefähr, wie lange dieses ist. Das musste mit Feuchtigkeit behandelt werden. Da könnte man das dann aufmachen, sehr, sehr vorsichtig. Und wie Sie sehen können, sah es am Anfang aus wie im WC, wenn man so Papiertücher, so sah es aus. Das wurde dann mit UV-Strahlung, Ultraviolet Light, fotografiert. Und da kann man die Tinte und Handschrift sehen. Wie Sie sehen können, sieht es ähnlich aus, wie als ob man mit den Toten Meer-Manuskripten arbeitet. So sieht es aus. Übrigens, dieser Mann ist auch Ron Espinosa, war auch nicht Mitglied der Kirche, aber er hatte viel damit zu tun, mit der Präservierung. Als Beispiel, der Manuskript wurde gefalten, als es in den Eckstein gesteckt wurde. Die grünen Teile entsprechen die grünen Teile oben. So verschiedene Seiten, 49 bis 50 und so weiter. So diese roten Teile unten entsprechen die roten Teile oben und so weiter mit den grünen Teilen. Das ist sehr teilhaft. Also wie gesagt, von dem originalen Manuskript gibt es nur 28 vorhanden, und wovon 90 bis 95 in der Obhut der Kirche ist. Es gibt auch verschiedene Papiertypen. Und das ist wichtig, wenn man genau feststellen möchte, wann etwas geschrieben wurde, denn als Papier gekauft wurde, der Papier ist nicht genau wie Papier einen Monat später. So verschiedene Papiertypen unter Magnifikation. Für viele Jahre gab es einige ziemlich... Ja, Frage. Bei den 90 bis 95 sind es Seiten oder Prozent? Also, ja. Von dem Originalmanuskript gibt es jetzt, soweit wir wissen, 28% noch vorhanden. Von dem ist
im Grunde genommen fast alles in der Obhut der Kirche. Es gibt einige Seiten und einige Überbleibsel in der Obhut von verschiedenen Personen.